Wir sind ja nicht so. Wir wissen ja, Tom weiß jetzt, wo er selber auch ein Spiel entwickelt, wie anstrengend es sein kann. Da immer dahinter zu sitzen, das immer einreichen zu müssen. Hallo, hier bin ich wieder mit Next! Klavierspiel! Ich nutze momentan reines JavaScript mit WebGL 2. Externe Skripts werden nicht eingebunden. Die Engine ist seit dem letzten Showcase wesentlich mächtiger geworden. So kann die Voxellandschaft nun in mehreren Detailstufen generiert werden. Diese zu berechnen ist aber noch relativ langsam. Schatten und Screenspace Ambient Occlusion sind nun implementiert. Wie bei der alten StoneQuest Engine nutze ich wieder Death Shading, wodurch unter anderem Lichtberechnungen effizienter werden. Na klar. So können Projektile ihr eigenes Licht erzeugen. Das ist so lustig, dass Lichterketten eignen sich auch ganz gut zum Testen. Jedes Licht erzeugt dabei ein realistisches Flare und wird im Dunst gestreut. Na klar. Diese Szene enthält über 1000 Lichtquellen. Hier noch eine Idee, die ohnehin erzeugte Shadow Map für Subsurface Scattering, also Lichtbrechungen im Material, anzuwenden. Vielleicht nutze ich das irgendwann mal konkret in der Render-Pipeline. Da eine Szene später aus tausenden Objekten bestehen kann, habe ich was? So kann ich nun viele tausend Objekte rendern, die sogar dynamisch Schatten werfen. PBR und temporales Anti-Aliasing wurden implementiert. Und hier sieht man die Anfänge der neuen prozeduralen Bodentextur und was nach ein paar Stunden daraus geworden ist. Die Landschaft unterstützt wie beim Vorgänger Displacement Maps, sodass die Steine auch wirklich 3D-Strukturen bilden. Aber diesmal gibt es sogar die Möglichkeit, die Textur in Echtzeit anzupassen. So kann zum Beispiel das Hineinschießen den Stein anschmelzen und dieser zerläuft dann. Dank erwähntes PBR kann ich das Reflexionsverhalten für den erstarrten Stein anpassen. Der aktuelle Stand implementiert einen kleinen Center, der dem Roboter-KI-Spinnen angreifen. Wie diese nun in StoneQuest passen und was ich mir für die Story sonst noch überlegt habe, erzähle ich aber dann beim nächsten Mal. Okay. Ja, kennst du diese Scan-Typen von Earth 2 und hier... Ja, so ein bisschen, ja. The Last Game You Ever Play, wie hieß denn das? Uniworld oder so ein Scheiß. Die muss sagen, ja, wir machen das letzte Spiel, was wir immer spielen, wie das alles, und dann kommen die daher mit so einem, wir haben ein paar Sachen aus dem Unreal Store gekauft. Ja, genau. Und er so, ja, und dann kann man hier drauf schießen. Und dann schmilzt der Stein. Und dann wird das Licht wenn wir ein anderes Spiel, bei dem Steine schmelzen, durch drauf schießen. Oh, wenn du nicht mal eins weißt. Also, ich vermisse halt und zwar so, dass man wirklich so fuck. Ich vermisse halt ein bisschen den Bärlauch, aber ich bin gespannt. Das ist so krass. Also technisch ist das immer. Es ist Wahnsinn. Hier sind über 1000 Lichtquellen. Und dann ja, noch so ein paar. Ja, das ist halt, wenn wir jetzt noch ein bisschen Geschichte kriegen. Dreamworld, dankeschön. Genau, ja, Dreamworld ist alles scheiße. Das ist so ein technisches Level, was ich niemals erreichen brauche. Gott sei Dank. Das ist halt so Engine-Entwicklung. Das ist voll krass. Hallo Freunde. Erst einmal liebe Grüße.